Hallo, liebe Red Street Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich euch wieder ein neues Spielchen vorstellen. Und zwar Seastead. Das ist Flotilla für 2 Personen. Flotilla habt ihr vielleicht schon gesehen, hatte ich auch schon ein Video drüber gemacht. Kann ich euch mal hier verlinken. Ähm, ja, worum geht's? Wie gesagt, Flotilla ist ab 3 Personen bis 5. Wir haben es ja zu dritt gespielt. Ich würde sogar eher sagen, ich würde zu viert oder zu 5 spielen. Und hier ist halt herunter gerechnet die 2-Personen-Version. Ist jetzt erschienen bei Strohmann Games, gab es die ganze Zeit nur in Englisch. Jetzt ist bei Strohmann Games in Deutsch rausgekommen. Für 2 Personen, ab 12 Jahre, dauert circa 30 Minuten. Ich stelle euch das Spielchen mal vor, gebe euch so einen groben Regelüberblick und sage euch hinterher, wie mir das Ganze gefallen hat. Dann wollen wir mal starten. Los geht's. So, hier haben wir also eine Partie Seastead aufgebaut. Sieht auch ein bisschen aus wie Flotilla. Hier sind die Dockplättchen, ja, hier ist der Nachziehstapel. Hier haben wir die Spezialistenkarten. Hier sind die Tauchkarten. Hier sind die einzelnen Tableaus, ja, für 2 Spieler. Das aufgebaut. Hier schön Double Layer, ja, schön vertieft. Respekt für so ein kleines Zweispielerspiel. Hier haben wir unsere Boote, ja. Was sehen wir hier auf dem Tableau? Hier oben haben wir Werften. Hier sind Akademien und da sind Häfen. Steht auch hier am Rand drauf. Ähm, immer wenn wir hier so ein Gebäude bauen, lösen wir damit eine Aktion aus. Die findet ihr hier hinten. Die erkläre ich euch gleich noch. Hier sind die 4 Flottillen. Da wird zu Beginn jeweils ein Marker draufgelegt von diesen eckigen. Einer wird auf die Schlossseite gelegt. Diese Marker, die hier drauf sind, sagen uns an, was wir wo bezahlen müssen. Das heißt, wollen wir hier was bauen, müssen wir eigen bezahlen. Wollen wir hier was bauen, müssen wir hier so ein was weiß ich, Reagenzglas oder so eine Vase bezahlen. Hier müssen wir einen Fisch bezahlen und hier so ein I. Hier in der Mitte liegen die Tauchkarten. Und wir haben zu Beginn hier 4 Starttauchkarten, da suchen wir eine von aus. Ja, die haben hinten diesen Pfeil drauf. Tauchkarten sind auch nochmal unterteilt zwischen Niedrigwasser- und Tiefwassertauchkarten. Ja. Da hat eine besondere Bedingung, die Tiefwassertauchkarten. Das sage ich euch gleich. Die lösen nämlich eine Endbedingung aus. Ähm, ja, zu Beginn nehmen wir uns halt eine dieser Starttauchkarten, drehen die um und dann schauen wir den Pfeil. Ja, hier in dem Fall ist ein grüner Pfeil, das heißt, der grüne wird anfangen. Dann drehen wir die so hin, dass die auf den grünen zeigt. Die zeigen auch gleichzeitig unsere Startressourcen. In dem Fall würden hier, was den Strich trennt, würde der rote Spieler jetzt kriegen hier ein Fisch und eine Alge. Und ich würde kriegen hier einen schwarzen und einen roten oder lilanen. Auf der Karte wird auch angezeigt, welcher jetzt blockiert ist. Das heißt, die Alge ist blockiert. Kommt also das Schloss hin. Was das bedeutet, erkläre ich euch gleich. Und dann kommt die Startkarte halt raus. So, ist man jetzt am Zug, hat man 2 Möglichkeiten. Entweder man baut was auf diesen Flottillen oder man deckt halt eine dieser Tauchkarten auf hier. Hier könnt ihr schon mal eine sehen. Ähm, Ich fange mal mit den Tauchkarten an, weil es einfacher ist. Also decken wir so eine Tauchkarte auf, funktioniert es ähnlich wie gerade. Ich suche mir halt hier eine Hälfte aus. Ja, da sind jetzt auf den normalen sind keine Pfeile drauf. Ich sag mal, würde ich mir die Seite aussuchen, dann würde ich eine blaue und eine schwarze Ressource kriegen und der Mitspieler eine blaue und eine grüne. Drehe ich sie so rum, wäre es halt genau andersrum. Also, wenn jemand eine Tauchkarte aufdeckt, egal welcher Spieler, profitieren immer beide davon. Die zweite Aktion wäre, hier auf diesen Flottillen zu bauen. Das geht wie folgt. Wir suchen uns eins unserer Gebäude aus, ja, ob es eine Werft ist, Akademie oder Hafen, und bauen hier auf einen dieser freien Bereiche. Bebaut werden können hier diese Bereiche. Ich zeige euch dieses Plättchen mal jetzt hier ein bisschen näher mit der grünen Ressource, ist glaube ich eine Alge. Ihr seht, hier habt ihr, das Braune sind die Kosten hier. Ja, die hier kostete 2 grüne, hier die kostet auch 2, da kostet 3. Wird also immer teurer, je weiter ihr geht. Daneben seht ihr die Belohnung, die ihr bekommt. Ja, hier dürft ihr zum Beispiel 2 tauschen gegen 2 beliebige. Hier dürft ihr einmal einen Effekt nutzen von einem Gebäude, einem anderen Gebäude, was ihr gebaut habt. Hier dürft ihr nochmal Ressourcen nehmen von der Anfangstauchkarte, die ihr habt. Hier dürft ihr auch 2 Ressourcen nehmen, was ihr auch kennen könnt, außer, da ist ja durchgestrichen hier. Das heißt hier Stopp, das heißt 2 Ressourcen, außer die hier auf dieser Flottille liegt. Das heißt, ihr dürft 2 nehmen, außer Algen. Und hier dürft ihr nochmal eine weitere Tauchkarte aufdecken und euch die Ressourcen nehmen.
Die Sterne hier sind die Siegpunkte, die ihr dafür bekommt hinterher. Das heißt, baut ihr hier, kostete 2 grüne. Ihr dürft tauschen zweimal und würdet zum Schluss einen Siegpunkt bekommen. Ihr könnt also alle beliebigen Gebäude dort bauen. Die Flottillen sehen alle ähnlich aus. Jede Flottille, wenn es so heißt, hat hier unten immer als erstes ein Rabattmarke drauf oder ein Rabattzeichen. Das ist dieses hier. Ja, in dem Fall würde hier einen Hafen bauen. Ihr seht hier ist auch Hafen unten hier in der Reihe. Gebäude. Ja, dann wäre es 1 billiger. Das heißt, ihr müsstet nur noch 1 bezahlen. Die gibt es auf allen Tableaus. Hier haben wir auch den Hafen. Hier haben wir zum Beispiel eine Werft. Und hier haben wir eine Akademie, die wir da bauen können und wo wir dann einsparen würden. Zusätzlich haben wir auch noch die Boote hier. Die reduzieren die Baukosten auch immer um 1. Das heißt, würde hier das Boot stehen und ich würde hier einen Hafen bauen, ja, dann würde ich erstmal ein billiger kriegen, das wäre nur eine 1 und durch das Boot nochmal ein weniger, könnte ich also umsonst einen Hafen bauen. Und immer darauf an, wo man seine Boote hin platziert, ja. Hier müsste ich zum Beispiel nur 3 zahlen und das ist auch egal, ob es ein fremdes oder ein eigenes Boot ist, was da steht. Baut aber zum Beispiel hier mein Gegner ein Gebäude hier, kriegt das auch ein billiger, das heißt, er würde 5 kosten. Ich darf mir aber, weil mein Schiff hier steht, darf ich mir eine beliebige Ressource nehmen. Immer wenn gebaut wird, fährt das Schiffchen halt dann weiter zu einem weiteren Ort. So, was haben die einzelnen Gebäude für Aktionen, wenn wir die einlösen? Zunächst mal fangen wir mal an mit dem Hafen. Ja, bauen wir so einen Hafen hier hin, würden wir jetzt hier die Kosten bezahlen. Und sobald wir einen Hafen bauen, dürfen wir eins der ausliegenden Dockplättchen dort anlegen. Ja, in dieser Richtung hier. Diese Dockplättchen geben auf 2 Art Punkten. Zunächst mal ist der Besitzer, in dem Fall hätte ich das jetzt gebaut, würde ich am Ende pro Ressource, hier diese roten Ressource, oder lilanen Ressource, 1 Punkt kriegen, die ich noch zum Schluss am Ende des Spiels in meinem Vorrat habe, aber maximal 3 Mal. Als zweites gibt es für verschiedene Bebauungen auf dem Flotilla gibt es Punkte, die können beide Spieler bekommen. Zum Beispiel hier, das ist das Zeichen für eine Werft. Und hier seht ihr, wo ihr hinbauen müsst, ja. Ist dann zum Beispiel hier hin, würdet ihr eine Werft bauen, würdet ihr zum Schluss 2 Punkte gewinnen. Würdet ihr hier eine Akademie hinbauen, würdet ihr zusätzlich auch nochmal 1 Punkt bekommen. So sind die ganzen Plättchen hier unterschiedlich. So, hier in dem Fall haben wir zum Beispiel für eine schwarze Ressource, da gibt es sogar nur 3 Mal, dafür gibt es hier oben 3 für eine Werft. Und die werden halt aktiviert, sobald man die hier dran legt. Und die kann man da dranlegen, sobald man einen Hafen baut. Hafen sind diese hier, ist diese untere Reihe. Als nächstes hätten wir hier diese Akademien. Bei den Akademien ist es so, wenn wir so eine Akademie bauen, dürfen wir uns eine Spezialistenkarte nehmen. Diese Spezialistenkarten haben immer irgendwelche Sonderaktionen oder irgendwelche Boni, die wir bekommen können, die wir jederzeit in unserem Zug ausspielen können. Hier in dem Fall jetzt zum Beispiel haben wir den Berger, nimm 2 Säuberungsmarker aus dem Vorrat, du darfst einen deiner Schiffe von einem beliebigen Ort zurück in die Schachtel legen. Tust du das, nimm einen zusätzlichen Säuberungsmarker. Säuberungsmarker haben wir hier, das sind diesen Atomsymbol und ihr seht, die geben hinterher einen Punkt. Pro Säuberungsmarker, den man sammelt, bekommt man hinterher einen Siegpunkt. Zu guter Letzt haben wir hier oben die Werften, die sehen so aus. Wenn wir so eine Werft bauen, dann dürfen wir eins unserer Schiffe einsetzen. Diese Schiffe werden an den Ort mit den niedrigsten Kosten eingesetzt, der noch frei ist. Zum Beispiel hier würde jetzt was stehen, dann dürfte ich ihn hier an der 2 einsetzen. Ich konnte ihn hier an der 2 einsetzen, hier, ja. Wären jetzt angenommen die Felder hier schon alle belegt, ja, hier auch, dann dürfte ich ihn hier an eine 3 ansetzen, hier an eine 2. Ja, die Schiffe werden halt dann immer an den niedrigsten, an den billigsten Ort eingesetzt, der noch frei ist auf den einzelnen Flottillen. Sobald irgendwann gebaut wird, an der Stelle des Schiffes, fährt dieses Schiffchen weiter zum nächsten freien, billigsten Ort. In dem Fall hier wird der Dreier oder kann hier rüberfahren zu der Flotilla oder hier hin. Das kann man sich dann aussuchen, wo man am besten hinstellen will. Wie gesagt, immer wo dieses Schiffchen steht hier, bekommt derjenige, der da baut, einen Rabatt. Also bezahlt 1 weniger. Und wenn ein Fremder bei einem fremden Schiff baut, bekommt derjenige, dem das Schiff gehört, nochmal hier einen Marker zusätzlich aus dem Vorrat. Und das Ganze spielen wir so lange, bis eine Flottilla komplett bebaut ist oder bis nur ein Spieler nur noch ein Gebäude hier übrig hat oder bis hier die Rückseite einer Tiefseetauchkarte, das sind diese hier, seht ihr, die sehen so aus, bis die also eine Rückseite zu sehen ist, dann wird das Spiel auch beendet.
Oder wenn alle Säuberungsmarker hier weg sind, dann wird auch das Spielende eingeleitet. Dann wird die Runde noch zu Ende gespielt und danach gibt es noch eine letzte Runde und dann ist das Spiel beendet und dann werden halt die Punkte abgerechnet. Zum Punkteabrechnen habt ihr hier so einen schönen Block dabei. Ihr rechnet zuerst für alle Ressourcen, die ihr noch übrig habt, wo ihr der passende Dock habt mit der Farbe, rechnet ihr die Punkte aus. Dann werden die einzelnen Docks abgerechnet. Dann wird zum Beispiel geguckt, hier eine Akademie stimmt, ein Punkt. Geht man nach und nach alle Docks durch und schreibt dann da die Punkte auf. Und zum Schluss werden die ganzen Flottillen abgerechnet. Dann gibt es nochmal die Punkte hier, die auf den einzelnen Flottillen abgebildet sind. Ja, hier 1, da 2, da 2 und da 3 Punkte. Und wer dann die meisten Punkte hat, ist der Gewinner von Seastead. Ja, ihr Lieben, das war Seastead, das Mini-Flotilla. Ja, was soll ich sagen? Also vom Material her muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut. Diese kleinen Double-Layer-Boards finde ich ganz schön. Auch diese Inseln erinnern stark an Flotilla, ja, da hatten wir ja auch diese Flottillen gehabt. Die Spezialistenkarten sehen ähnlich aus. Die Ressourcen sind die gleichen, die wir da haben. Von daher hat es schon was vom Flotilla. Auch dieser Wertungsblock, der dicke, ja, fällt einfacher dann, wenn man werten muss hinterher. Dann kann man die ganze Liste da runtergehen. Das sind schon einige Vorteile, die dieses Spielchen hat. Vom Spielerischen her hat es für mich leider gar nichts vom Flotilla, ja. Außer der Optik ist da wirklich gar nichts, wo ich das mit Flotilla verbinden kann. Es ist halt ein stark runtergebrochenes, ja, Spiel. Zwei-Personen-Spiel, was das Thema hat vom Flotilla. Aber ansonsten ist da, wie gesagt, nicht spielerisch, was mich jetzt stark an Flotilla erinnert. Wir haben es jetzt ein paar Mal gespielt in der Zweierrunde. Und alle Leute, die schon Flotilla gespielt haben, wir haben gesagt, die würden lieber nochmal Flotilla spielen als 30 Minuten Seastead. Ja, mir geht's ähnlich. Ich habe da sicherlich bessere Zwei-Personen-Spiele als dieses jetzt hier. Aber für Familien, die jetzt von diesem Thema angefixt sind, ja, Waterworld oder ja, halt Seastead, Flotillas, für die ist es sicherlich was. Oder für wenig Spieler könnte ich mir auch vorstellen, ja, der Ding ist schnell erklärt. Hier steht drauf Kennerspiel. Ich würde eher sagen Familienspiel plus, ja, ist schnell erklärt. Wir haben noch B-Seiten auf diesen Flottillen. Damit wird es ein bisschen komplexer und auch noch diese Vertragskarten, die kann man noch da reinbringen. Da wird es auch noch ein bisschen komplexer. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen kniffliger. Muss ich vielleicht nochmal ausprobieren. Aber in der Grundversion ist es definitiv was für mich, meiner Meinung nach, für Familien, wo man auch tatsächlich nicht viel grübeln muss. Ja, dann schreibt mal gerne in die Kommentare, wie gefällt euch Seastead? Oder habt ihr schon Seastead und Flotilla auch beides gespielt? Da würde mich mal eure Meinung interessieren, ja? Bin ich vielleicht zu skeptisch? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Passt auf euch auf und bleibt gesund bis dahin. Bis dahin, euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi.